Ich bin Andreas. In diesem Video möchte ich mal ein paar Worte zu dem Thema Sabbat sagen. Das ist im Judentum der Ruhetag, der 7. Tag, der im Alten Testament beschrieben wird. Das Alte Testament ist ja das Fundament für das Neue Testament. Der Sabbat, dieser Ruhetag, an dem man keinerlei Arbeit verrichten soll, auch nicht ein Knecht, den man hat, oder nicht die Frau, nicht der Mann, nicht die Magd, sondern es ist ein Ruhetag für alle, den man genießt, wo man auch genießt, dass man keinerlei Arbeit zu verrichten braucht. Was getan werden muss für diesen Tag, damit man etwas zu essen hat, also das Essen zubereiten etc., das wird vor dem Sabbat, Beginn des Sabbats getan. Der Sabbat, Ruhetag, beginnt von Sonnenuntergang am Freitag bis zum Eintritt der Dunkelheit, Sonnenuntergang am Samstag. Das ist der Tag im Judentum. Das heißt, er beginnt praktisch mit dem Abend, dann kommt die Nacht durch, dann kommt das Tagerwachen, der Morgen, Mittag und der ganze Tag, bis es wieder Abend wird. Das Ganze ist eins. Und eigentlich wechseln die Tage genau jeweils zu Sonnenuntergang. Wenn man es genau nimmt, der Sonnenuntergang verändert sich ständig, kann man diesen Tageswechsel eigentlich nicht so genau festlegen, sondern man muss sagen, okay, Eintritt der Dunkelheit äh, findet statt, der nächste Tag beginnt. Das heißt, Tag und Nacht gehören zusammen. Das Schöne daran ist, dass man auch erst der Neutag beginnt mit dem sich erholen, ausruhen, weil es ja dunkel wird. Dann hat man in der Regel auch alle Arbeit verrichtet. Und dann kommt die Nacht, der Schlaf. Man hat den Abendhimmel, den Nachthimmel, da kommt der Schlaf, dann kommt der Morgen, der Sonnenaufgang, Tagerwachen, Mittag, der höchste Stand der Sonne, der Nachmittag, wieder bis zum Abend. Dieses alles gehört zum Sabbat. Bei uns ist es so, dass unser Kalender oder dieser Kalender in der Bibel, dieser Tageswechsel, verfälscht wurde, ja auch wesentlich durch die römisch-katholische Kirche, zum Sonntag. Sie hat also den Samstag, obwohl in der Bibel, das ist ein wichtiges Gebot, darin heißt es, eines der wichtigsten, du sollst den Sabbat heilig halten. Das heißt, du darfst es nicht verändern. Sie hat aber diesen Tag gecancelt, so und wie sie auch vieles verfälscht hat, und hat gesagt, nein, der Ruhetag, der 7. Tag ist gar nicht Samstag, sondern ist Sonntag. Sonntag leitet sich ab von Sonne, Sonnentag. Das ist also die Verehrung eigentlich der Sonne oder des Sonnengottes. Das ist aber etwas anderes als der eigentliche Sabbat. Ja, darüber kann man mal nachdenken. Und das ist für mich persönlich ein Ziel, was ich noch erreichen möchte in diesem Leben. Ich bin jetzt 65 Jahre alt, werde 66 Jahre im August und wünsche mir, dass ich noch so lange lebe, dass ich dorthin komme, wieder den Sabbat zu feiern. Dafür brauche ich insgesamt ein Drumherum, wo ich sage, ich bin in meinem inneren Frieden und auch in einem äußeren Frieden.
und frei von jeglicher Art von Nötigung, weil für mich ist es etwas, dass ich wieder zurückkehre dorthin, wo ich schon mal war, bei diesem Sabbat zelebrieren oder feiern. Das wünsche ich mir. Ebenso wie ich mir wünsche, ich möchte gerne nach Jerusalem, wenigstens einmal dort durch Jerusalem gehen, wenn ich es mir irgendwann einmal finanziell leisten kann, dass ich nach Israel reisen kann und dort Urlaub machen kann und kann mal da sein am See Genezareth. Ja, das sind meine größten Wünsche mit. So, das ist dieses, woher dieses kommt. Es hat damit zu tun, dass ich, seitdem ich 14 Jahre alt bin, gedacht habe oder den Impuls hatte, dass ich eigentlich jüdischer Abstammung bin. Oder unsere ganze Familie, meine Geschwister, meine Eltern. Das konnte ich aber nirgendwo sozusagen heraus ableiten, weil wir sind alle evangelisch getauft, evangelisch erzogen, haben evangelischen Religionsunterricht in der Schule gehabt. Wir sind in der Kirche konfirmiert, wie es sich nennt, in dem evangelischen Glauben. Trotzdem war bei mir dieses Gefühl, dass wir eigentlich, als ich meine Mutter, ein Foto meiner Mutter sah, ein Schwarz-Weiß-Foto aus ihrer Kindheit aus Hamburg, wo sie 14, 15 Jahre alt ist, den Geschwistern, da hatte ich ganz stark diesen Impuls, dass sie Jüdin ist. Das lässt sich nicht rational erklären, sondern das ist Seele und Gefühl. Wo ich dachte, ja, sie ist Jüdin. So ihre ganze Figur, ihre ganze Gestalt, ihre Aura, das, was um sie herum ist jüdisch. Meinen ältesten Bruder Peter habe ich ab dem 14. Lebensjahr oft Peter, Petrus genannt, weil als ich von den Fischerbrüdern Andreas und Peter gelesen habe in der Bibel und davon gehört habe als Kind im Schulunterricht, war es für mich irgendwie klar, ja, wir sind wiedergeboren. Wir sind wiedergeboren, wieder hier. Wir waren schon einmal hier und jetzt sind wir wiedergeboren. Mein Bruder Peter und ich, wir sind die Fischer vom See Genezareth, die beiden Brüder. Andreas war der Erstberufene, darum hat er den Titel der Erstberufene. Dieses Gefühl, dass wir eigentlich jüdisch sind, oder dieser Verdacht, dass wir eigentlich jüdisch sind, hat sich durch mein ganzes Leben hingezogen bis heute. Im letzten Jahr bekam ich von jemandem eine Internetadresse, eine Liste aller ermordeten Juden, und dann habe ich mal recherchiert die Familiennamen. Mein Vater, die Familie meines Vaters hat den Nachnamen Hellberg, Helberg. Meine Mutter, die Familie meiner Mutter, hat den Nachnamen Lindemann. Ich habe beide Namen eingegeben, beide Namen erscheinen in der Liste aller ermordeten Juden. Das heißt, auch von den Namen her sind wir jüdischer Abstammung. Zudem kann ich sagen, mein Name und viele Namen meiner Geschwister und Angehörigen stehen auch im Buch der Bücher in der Bibel. Auch namentlich, was den Vornamen betrifft, kommen wir aus der Bibel, quasi. Und darum, ich bin so getauft durch meine Eltern. Meine Eltern haben diesen Namen gewählt, das macht man ja nicht selbst. Man wird schon als Säugling getauft. Ich bin auf den Namen Andreas getauft und das ist der Name, den ich habe. Und ich bin der ich bin. Ich bin Andreas. Ich nehme keinen anderen Namen an. Ich verstecke mich nicht hinter einem anderen Namen. Ich brauche auch kein Pseudonym oder Synonym. Dieses ist mein Name in diesem Leben. Ja, okay. Das wollte ich sagen. Shalom.